Ja, herzlich willkommen beim weiteren Video zum Thema SharePoint und SharePoint aus Anwendersicht. Und dieses Video setzt an dem Video mit den Listen an. Ich hatte ja ein Video Ihnen vorgestellt, wo es darum geht, was kann ich mit Listen machen. Wir hatten da so ein Beispiel mit Kontaktverwaltungen und einer verknüpften Liste. Und dabei habe ich ja auch schon gesagt, dass ich dann nochmal ein separates Video auch mache, wo ich dann nochmal auf die Listeneinstellungen eingehe. So, dafür lege ich einfach mal hier eine ganz neue Liste an, einfach eine ganz einfache Liste. Und zwar ist das einfach eine Testliste. Die lege ich an, wie wir das letzte Mal schon auch gesehen haben. Und dann habe ich hier meine leere neue Liste. So, und dann, wie gesagt, wir finden ja hier diese Listeneinstellungen, die wir direkt reinwechseln können. Schauen wir uns mal jetzt hier nochmal im Detail diese einzelnen Punkte hier aus diesem Bereich an. Erstmal ganz klar, Listenname, Beschreibung und Navigation ist, glaube ich, selbstredend. Hier kann man nochmal den Namen der Liste ändern, nochmal eine Beschreibung später hinzufügen oder abändern. Und hier bei der Navigation, das hatten wir ja auch schon gesehen, in einem anderen Video kann man noch einschalten, ob die Liste hier in dieser Navigation erscheinen soll, beziehungsweise dann auch auf der Hauptseite. Und da sieht man, hier ist sie jetzt schon mal reingerutscht. Dann haben wir hier den Punkt Versionsverwaltungseinstellungen, auch ein ganz interessanter Punkt, den man teilweise braucht, wenn man zum Beispiel im Unternehmen zusammenarbeitet und man erstellt jetzt so eine Liste für seine Abteilung zum Beispiel, wo man dann bestimmte zum Beispiel Vorschläge einreichen kann. Dann möchte man zum Beispiel, dass diese Vorschläge erst geprüft werden und dann praktisch für alle sichtbar werden. Und das kann man hier mit dieser Inhaltsgenehmigung erreichen. Ist also alles schon out of the box eingebaut. Braucht man nicht selber irgendwie hier großartig anpassen, sondern einfach diese Funktion einschalten. Inhaltsgenehmigung heißt einfach, dass Inhalte nicht direkt sichtbar sind. Wir haben ja jetzt hier unsere Adressliste hier angelegt und die Adressliste meinte ich gar nicht, Entschuldigung, ich meinte hier unsere Testliste, die haben wir jetzt hier angelegt. Da gehe ich mal rein, da sind ja noch keine Einträge drin. Und ich habe hier einen anderen Benutzer mit anderen Berechtigungen. Das ist ein Benutzer, der praktisch nur Leserechte oder darf auch was eintragen, aber hat spezielle Berechtigungen. Der sieht diese Testliste auch. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen neuen Eintrag reinmache, deshalb habe ich hier eine ganz einfache Liste gemacht, damit man hier relativ schnell Einträge hinzufügen kann, ist dieser Eintrag direkt hier in der Liste verfügbar und ist hier auch in dieser Liste hier direkt verfügbar. Und zwar verfügbar für alle, die diese Liste lesen dürfen, wenn ich das nicht anders eingestellt habe. Wenn man das jetzt unterbinden möchte, so dass diese Einträge nicht direkt hier praktisch sichtbar sind, sondern dass die erst durch eine weitere Instanz gehen müssen, dass sie praktisch freigeschaltet werden, dann kann man hier diese Inhaltsgenehmigung aktivieren. Ich setze die mal auf Ja. Und dann kann man auch noch einstellen, wie viele Versionen davon erhalten bleiben sollen. Also kann man hier sich das durchlesen, geben Sie an, ob jedes Mal eine Version erstellt wird, wenn ein Element in der Liste bearbeitet wird. Das heißt, da wird so eine Versionshistorie geführt. Ich mache mal nur 5 Stück, das reicht. Wir lassen das mal hier eingeschaltet. Und das werden wir uns dann nachher anschauen. Das heißt, dann habe ich so eine Historie von den letzten Listeneinträgen. Die älteren rutschen dann irgendwann mal raus. Und dann habe ich den Vorteil, wenn ich so eine Historie habe, dass ich auch mal zu einem älteren Eintrag wieder zurückspringen kann. Also in der Historie. Also praktisch einen Restore machen kann von so einem Listeneintrag. Dann haben wir hier noch die Entwurfselementsicherheit. Entwürfe sind Nebenversionen oder noch nicht genehmigte Elemente. Geben Sie an, welche Benutzer Entwürfe in der Liste anzeigen dürfen. Das heißt, wenn ich das jetzt so machen möchte, dass keiner diese Entwürfe sieht, wenn die noch nicht freigeschaltet sind, dann kann man diese Option benutzen. Nur Benutzer, die Elemente genehmigen dürfen und der Autor des Elements, also derjenige, der es angelegt hat, das Element, der darf es natürlich sehen, weil wenn er es nicht sehen würde, dann wäre er etwas verwirrt in dem Augenblick, weil er ja gar nicht den Status des Elements mehr erkennen kann. Dann haben wir noch die Einstellung, nur Benutzer, die Elemente bearbeiten dürfen dann zum Beispiel solche Entwurfselemente sehen von anderen Benutzern oder alle Benutzer, die Elemente lesen dürfen. Da muss man sich dann fragen, macht das dann an der Stelle Sinn, eine Versionsverwaltung zu benutzen, aber kommt auch wieder von Fall zu Fall drauf an, sodass dann zum Beispiel alle Benutzer schon mal diese Entwürfe sehen können. Daran sehen dann zum Beispiel auch die Benutzer, okay, das ist erstmal noch ein Entwurf, was dort steht, ist noch nicht gültig zum Beispiel. So, ich lasse mal diese Einstellung hier, Inhaltsgenehmigung für Elemente erforderlich, auf Ja und gehe jetzt hier auf OK. Jetzt haben wir einen Konflikt beim Speichern, wahrscheinlich weil ich die Liste gerade an anderer Stelle nochmal geändert habe. Mache ich das nochmal kurz neu, lassen das so alles stehen, wie es hier ist.
Das klappt dann jetzt Gott sei Dank auch. Und jetzt gehe ich mal hier in meinen anderen Browser, wo ich mit einem anderen Benutzer angemeldet bin. Und jetzt mache ich das Gleiche, was ich gerade gemacht habe. Und zwar sieht man, der erste Eintrag, der schon drin war, als wir diese Inhaltsgenehmigung noch nicht aktiviert hatten, die bestehenden Einträge sind hier automatisch aufgenehmigt. Das muss man sich also dann vorher überlegen, ob man so eine Inhaltsgenehmigung braucht oder nicht. Wenn man die, wie zu sehen ist, jetzt hier später einschaltet, deaktiviert diese Einstellung, dann sind die schon mal alle genehmigt. So, jetzt schauen wir uns aber an, was passiert denn, wenn ich jetzt ein neues Element als Benutzer mit weniger Rechten hier einstelle. Machen wir Test 1. Und dann sieht man, ist dieser Listeneintrag hier erstmal im Status ausstehend. Den darf er natürlich sehen, weil er den hier selbst angelegt hat und wie er das auch so eingeschaltet hat. Und er sieht aber jetzt hier, dass das Ganze ausstehend ist. Jetzt schauen wir uns mal die Sicht an von demjenigen, der Admin ist. Der sieht das Element natürlich auch. Und der Admin hat jetzt hier die Möglichkeit, dieses Element hier freizugeben. Über diese Genehmigung ablehnen, das sehen wir hier unter Mehr. Wenn wir uns das mal hier anschauen bei dem Benutzer, der nicht so viele Rechte hat, der hat auch hier dieses erweiterte Kontextmenü, aber der darf natürlich jetzt hier diesen Eintrag selbst nicht freigeben. So, gehen wir noch mal kurz in die Listeneinstellung und noch mal zu diesem Punkt Versionsverwaltungseinstellungen. Und sehen hier, wir haben ja diesen Punkt hier, nur Benutzer, die Elemente genehmigen dürfen und er selbst darf das jetzt auch sehen. Das lassen wir auch mal so. Wir haben jetzt hier keinen anderen Effekt, wenn wir das jetzt anders umstellen, weil wir haben ja diesen Eintrag hier angelegt. So, jetzt schauen wir uns das mal an, was passiert, wenn wir in die Testliste reingehen. Ich bin jetzt der Administrator hier von der Liste. Jetzt darf ich das Ganze auch verwalten und jetzt gehe ich auf Genehmigung ablehnen. Und dann habe ich hier diese Möglichkeit. Ich kann das Ganze auf genehmigt setzen. Dann, dieses Element wird dann für alle Benutzer sichtbar. Ich kann es auf abgelehnt setzen, dann wird es zurückgewiesen und an den Bearbeiter praktisch, der es dann wieder nachbearbeiten kann. Oder ich kann es im Zustand ausstehen lassen, also wie es jetzt gerade ist. Ich gehe jetzt erstmal auf abgelehnt und kann dann hierzu sagen, bitte überarbeiten. Und kann das Ganze dann praktisch zurückgeben. Dann wechselt der Status dieses Listeneintrags auf abgelehnt. Dann gehe ich in meinen anderen Browser. Hier bin ich ja mit einem anderen Benutzer angemeldet, mache hier mal einen Refresh und dann sehe ich jetzt hier, das ist jetzt hier mein abgelehnt. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel auf diesen Versionsverlauf gehen und da sehe ich jetzt hier genau, was hier an Status hier praktisch passiert ist. Das Ganze ist abgelehnt worden. Sehe ich hier Genehmigungsstatus abgelehnt. Das heißt, ich kann jetzt hier praktisch das Ganze nochmal anfassen und nochmal abändern. Machen wir jetzt mal hier Test 2 raus zum Beispiel. Speichere ich das Ganze. Dann geht es wieder in diesen ausstehenden Modus, ja, in die Stufe ausstehend. Hier der Admin sieht das jetzt hier entsprechend auch wieder. Und jetzt kann ich natürlich sagen, das Ganze jetzt hier zum Beispiel auf genehmigt setzen, wechsle jetzt auf genehmigt und wenn ich jetzt hier reingehe und hier einen Refresh mache, sieht derjenige das auch, dass es genehmigt ist. So, jetzt haben wir noch nicht den Effekt gesehen, dass einer einen Listenantrag noch nicht gesehen hat. Das werde ich jetzt mal hier machen, indem jetzt hier mal der Admin oder der Listenverwalter selbst einen Eintrag hinzufügt. Der ist auch erstmal im Status ausstehend. Jetzt wechsle ich mal wieder hier zu dem Benutzer, der weniger Rechte hat auf dieser Liste. Und dann sehe ich diesen Eintrag hier noch gar nicht. Ja, der ist noch gar nicht da. Und erst wenn ich den jetzt hier praktisch auch freigebe, dann wird der dann bei dem anderen Benutzer auch entsprechend sichtbar in der Liste. Und das hat dann den Vorteil, dass man hier praktisch so einen Genehmigungsworkflow schon eingebaut hat für diese Listeneinträge, so dass zwar zum Beispiel jeder Einträge hinzufügen darf in der Liste, aber die nicht automatisch sofort freigegeben werden. Da gibt es eine zahlreiche Anwendungsfälle für, wie man das benutzen kann, so dass man im Unternehmen nicht sofort alle Informationen praktisch so wahllos und unkontrolliert zum Beispiel erfassen kann und zum Beispiel auf einer Homepage anzeigen kann. Wir haben ja gesehen, diese Listeneinträge kann man auch einbinden auf einer Seite, um das dann auch so ein bisschen zu moderieren, das Ganze. So, das waren also diese Versionseinstellungen von so einer Liste.
Kommen wir nochmal weiter in die anderen Einstellungen von dieser Liste, die wir im Hintergrund haben. Wir haben dann hier noch diesen Punkt erweiterte Einstellungen. Da haben wir mal den Punkt Verwaltung von Inhaltstypen zulassen. Wie gesagt, zu Inhaltstypen selbst kommt nochmal ein eigenes Video, um das Ganze zu erklären, weil es ja umfangreich ist. Ich setze das aber jetzt mal auf Ja, weil standardmäßig ist in einer eigenen Liste ist das erstmal deaktiviert. Ich aktiviere das jetzt mal und dann schauen wir uns gleich die Änderung in der Liste an. Dann gibt es hier einen Block für Berechtigungen auf Elementenebene. Das ist auch eine ganz interessante und wichtige Einstellung, weil hiermit kann ich jetzt steuern, wer hat denn Rechte auf dieses Element. Standardmäßig ist es so, dass wenn ein Benutzer ein Element hier erstellt in der Liste, haben alle, die auf dieser Liste berechtigt sind, entsprechend auch Rechte auf dieses Element. Das heißt, ich kann einen Listeneintrag hinzufügen und dann kann das ein anderer ändern, wenn er die Liste bearbeiten darf. Jetzt kann ich das aber auch so einstellen, dass ich das ändere, dieses Verhalten, und jetzt sage, ich möchte gar nicht, dass jeder jedes Element bearbeiten kann, sondern ich möchte zum Beispiel diese Einstellung hier benutzen. Elemente lesen, die vom Benutzer erstellt wurden. Erstellung und Bearbeitungszugriffe. Geben Sie an, welche Elemente Benutzer erstellen und bearbeiten dürfen. Das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Erstmal hier Erstellungs-Bearbeitungszugriffe. Geben Sie an, welche Elemente Benutzer erstellen und bearbeiten dürfen. Erstmal alle Elemente erstellen und bearbeiten. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt also volle Rechte auf alle Elemente. Oder Elemente erstellen und bearbeiten, die vom Benutzer erstellt wurden. Und das ist auch eine ganz hilfreiche Eigenschaft, dass man sagt, nur derjenige darf seine eigenen Elemente bearbeiten und andere Elemente darf er nicht bearbeiten. Das macht natürlich auch im Zusammenspiel mit dieser Inhaltsfreigabe dann auch Sinn. Oder ich kann auch sagen, keine Berechtigungen, dann darf man gar nichts. Ja? Also ich nehme jetzt mal hier Elemente erstellen und bearbeiten, die vom Benutzer erstellt wurden. Lesezugriff, Elemente lesen, die vom Benutzer erstellt wurden. Das heißt, dann habe ich hier nochmal eine Einschränkung, wenn ich das so einstelle. Das ist dann hier für den Lesezugriff, dass ich nur meine Elemente lesen darf. Und das ist hier für den Bearbeitungszugriff. Hier wird dann noch bestimmt, welche Elemente entsprechend bearbeitet werden dürfen. Dann Anlagen hatte ich bei dem letzten Video schon mal kurz vorgestellt. Damit kann ich hier Anlagen deaktivieren und wieder aktivieren. Ja, das waren ja diese Einträge, die ich da hinzufügen kann zu so einer Liste. Das sehen wir jetzt hier noch in dieser Liste, wenn wir hier zum Beispiel auf unsere neue Liste mal gehen. Jetzt muss ich mal kurz hier warten, bis er hier fertig ist. Machen wir es mal so. Aha, hier habe ich meine Liste noch, sehr gut. Gehen wir mal hier hin und sagen mal neu. Das ist ja hier dieses Feld Anlagen hinzufügen. Machen wir zu, stört sonst. Und das werde ich jetzt mal hier entsprechend deaktivieren, damit wir auch den Effekt nochmal sehen. Dann Kommentare zulassen ist genau das gleiche. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, nicht das genau das gleiche, sondern hier diese Kommentarfelder, da habe ich die Möglichkeit, dass ich ja solche Listeneinträge kommentiere. Möchte ich auch nicht immer zulassen, dann kann ich das hier entsprechend auf Nein setzen. Dann kann ich noch sagen, ob ich Ordner anlegen darf. Das schalte ich mal ein, das zeige ich dann gleich. Und dann hier ist die Einstellung für die Suche. Sollen Elemente aus dieser Liste in Suchergebnissen angezeigt werden? Ja, SharePoint indiziert ja Listenelemente auch und die erscheinen dann auch in der Suche. Teilweise möchte ich es aber so, dass ich meine Liste nicht in den Suchergebnissen erscheinen haben möchte. Ja, es werden natürlich auch Berechtigungen ausgewertet auf die Liste, aber teilweise möchte man das einfach unterbinden, dass sie gar nicht indiziert wird, die Liste. Selbst wenn man da Berechtigung drauf hat, dann kann man hier einfach sagen, nein, möchte ich nicht. Die soll nicht mit indiziert werden in der Suche, sondern soll praktisch hier nur lokal in meiner Site zur Verfügung sein und soll gar nicht großartig publiziert werden. Dann kann man hier noch ankreuzen, nicht Standardansicht indizieren. In der Regel werden nur die Standardansichten indiziert, aus Performancegründen natürlich auch von der SharePoint-Suchmaschine. Das gehe ich nochmal drauf ein, wenn ich auch nochmal die Ansichten ein extra Video für mache, für die Definition von Ansichten in so einer Liste oder auch Bibliothek. Dann kann man hier die Listen-Neuindizierungen auslösen. Das kann ich natürlich jetzt nicht, wenn ich jetzt sage, diese Liste soll sowieso nicht in der Suche erscheinen, dann ist auch diese Indizierungsfunktion jetzt hier deaktiviert. Das kann man machen, wenn man die Liste zum Beispiel jetzt gerade neu erstellt hat oder sehr viele neue Einträge hinzugefügt hat, dann kann man das praktisch schon erzwingen, wenn man gerne möchte, dass die Einträge auch in der Suche erscheinen und dass man dann sicher ist, dass diese alle neuen Einträge oder viele geänderten Einträge auch relativ zeitnah in der Suche sind, kann man dann jetzt hier praktisch diesen Aufbau dieses Indizes erzwingen oder auslösen. Verfügbarkeit des Offline-Clients, geben Sie an, ob Liste für
Offline-Clients verfügbar sein soll. Das heißt, hier kann ich nochmal aktivieren oder deaktivieren. Wenn ich das auf Nein setze, dann kann ich dann verhindern, dass die Listeninhalte gar nicht großartig mitgenommen werden können auf einen Offline-Client zum Beispiel. Dann haben wir hier noch schnelles Bearbeiten von Eigenschaften. Geben Sie an, ob Quick Edit und der Bereich Details für die Massenbearbeitung von Daten für die Liste Objekte verwendet werden können. Das kann man wahlweise ein- und ausschalten. Und dann haben wir noch den Dialog-Einstellungen, ob standardmäßig das Ganze in Dialoge geöffnet werden soll, diese Listenbearbeitung, also die Einträge, Erfassung von Einträgen oder in einer separaten Seite. Das kommt dann auch immer darauf an, in welchem Modus sich gerade die SharePoint-Site befindet. Dann haben wir noch die automatische Indexverwaltung. Das würde ich standardmäßig auf Ja lassen, wenn man die Liste auch in den Suchergebnissen haben möchte, weil dann erstellt praktisch SharePoint automatisch Indizes für die Spalten. Das hat dann was damit zu tun, wie gut die Suchperformance ist, und da muss ich nicht selbst meine Indizes festlegen. Dann die Listenerfahrung. Hier kann man noch auswählen, wie die Liste dargestellt werden soll. Wählen Sie die Erfahrung aus, die Sie für die Liste verwenden möchten. Die neue Erfahrung ist schneller, bietet mehr Funktionen und funktioniert besser auf verschiedenen Geräten. Das ist praktisch diese moderne Ansicht. Das ist dann immer die Standarderfahrung für die Liste. Ich kann das einfach hier auf neue Erfahrung setzen. Dann wird immer diese Erfahrung praktisch auf diese Oberfläche verwendet. Oder die klassische Erfahrung kann ich auch aktivieren, wenn ich das möchte. Im Standard würde ich das immer hier auf der Standardeinstellung lassen, dann nimmt er immer die praktisch modernste Möglichkeit, die zur Verfügung steht. So, jetzt haben wir hier so ein paar Einstellungen geändert. Ganz wichtig, wir haben gesagt, dass wir hier die Ordner angezeigt haben wollen. Wir haben gesagt, die Kommentare wollen wir deaktivieren, die Anlagen wollen wir deaktivieren und wir haben jetzt hier Inhaltstypen zugelassen. Jetzt speichere ich das Ganze mal. Jetzt sagt er uns natürlich, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesehen bei dem Video, wenn ich jetzt hier die Anlagen deaktiviere, werden natürlich vorhandene gelöscht, ist klar. Und jetzt hat sich diese Oberfläche ein bisschen geändert. Jetzt haben wir hier diesen Bereich Inhaltstypen mit dabei. Und jetzt kann man zusätzlich Inhaltstypen hinzufügen. Und ich füge jetzt mal einen Inhaltstypen hier hinzu und dann wird man vielleicht auch schon erahnen können, was Inhaltstypen sind. Wie gesagt, zu Inhaltstypen gibt es aber nochmal ein separates Video und ich wähle jetzt mal hier diesen Inhaltstypen Aufgabe aus, sage hinzufügen, okay. Und dann sehe ich, habe ich jetzt hier in meiner Liste 2 zur Auswahl. So, jetzt haben wir einige Einstellungen gemacht und jetzt zeige ich mal, wie sich das Ganze hier auf der Liste auswirkt. Hier mache ich mal einen Refresh jetzt. Und das erste, was ich zeige, ist jetzt mal die Anlagen. Die sind jetzt hier deaktiviert. Also ich habe jetzt keine Möglichkeit mehr, hier ein Attachment hinzuzufügen, auch wenn ich sage, hier alle bearbeiten. Und hier ist der entsprechende Kommentarbereich auch nicht mehr zu sehen. Ja, das war die eine Einstellung, die wir gemacht haben. Also die 2 Kommentare deaktiviert und die Attachments, die Dateianhänger haben wir deaktiviert. Und wenn ich jetzt auf Neu gehe, habe ich jetzt hier zusätzlich diese Option mit dem Ordner. Wir haben ja gesagt, Ordner erlauben, deshalb haben wir jetzt hier diese Möglichkeit, Ordner zu erzeugen. Und jetzt, wir haben gesagt, Inhaltstypen aktivieren und das sind jetzt genau diese Inhaltstypen hier. Man kann sich das so ein bisschen vielleicht vorstellen wie verschiedene Word-Templates, Vorlagen. Wir haben einmal das Element, das ist das Standardmäßige, was wir gesehen haben. Wenn ich hier drauf gehe, öffnet sich das gleiche Fenster, das wir gerade schon gesehen haben. Aber wenn ich jetzt auf Aufgabe gehe, dann sieht man auf einmal, kommen ganz viele neue Felder hinzu und das ist praktisch ein Inhaltstyp. Und das ist jetzt ein Inhaltstyp Aufgabe und dieser Inhaltstyp beinhaltet diese Spalten hier alle. Die haben wir jetzt alle direkt zur Verfügung und ich kann jetzt hier zum Beispiel direkt eine Testaufgabe erfassen. Hier Datum zum Beispiel eingeben und mal Prozent fertig, sagen wir mal 50% und lassen das mal so speichern. Und jetzt habe ich hier so eine Testaufgabe, die hat diese ganzen Ausprägungen jetzt hier schon, die kommen alle jetzt praktisch mit den Inhaltstypen mit und den Inhaltstyp sehe ich hier auch, der wird mir hier angezeigt. So, und der ist natürlich auch erstmal wieder in dem Status ausstehend, das heißt, das müsste ich dann auch entsprechend hier wieder erstmal freigeben, damit der auch für andere entsprechend sichtbar ist, dieser Eintrag. Dann kann ich hier mir kurz mal Spalten hinzufügen mit Spalten ein- und ausblenden. Dann sieht man auch mal hier die anderen Spalten, die jetzt hier in dieser Liste kommen. Und jetzt sehen wir mal den Inhaltstypen mit dabei. Und jetzt sieht man beim Inhaltstypen, die ersten, die wir angelegt haben, das waren alles Elemente. Und hier haben wir jetzt unseren Aufgaben-Inhaltstyp. So, dann schauen wir mal, was gibt es hier noch für Listeneinstellungen im Hintergrund. Wir haben hier noch die Überprüfungseinstellungen.
Hier kann man dann nochmal generelle Prüfungen, wie ich das auch gezeigt habe, mit der E-Mail-Validierung zum Beispiel hinterlegen, wo dann bei neuen Listeinträgen oder Updates dann diese Formeln hier geprüft werden, ausgewertet werden, und wenn die nicht zutreffen, dann gibt es hier eine Möglichkeit, hier eine entsprechende benutzerdefinierte Meldung zu hinterlegen, wo dann der Benutzer darauf aufmerksam gemacht wird: Pass mal auf, hier stimmt irgendwas nicht bei den Einstellungen. Dann haben wir noch Einstellungen für Benutzergruppenadressierung. Benutzergruppenadressierung hatte ich schon mal angesprochen bei den Webpart für die hervorgehobenen Inhalte zum Beispiel. Da kann man nochmal so eine Zielgruppenadressierung aktivieren, wenn man dann zum Beispiel bestimmte Benutzer die Daten hier aus dieser Liste anzeigen lassen möchte. Dann haben wir noch die Formulareinstellungen. Und hier habe ich dann noch die Möglichkeit für mein Formular anzupassen. Standardmäßig wird das eingebaute Standardformular verwendet. Das ist, was wir die ganze Zeit hier sehen, wenn wir hier neue Einträge hinzufügen oder bearbeiten. Das ist das SharePoint Standardformular. Und das kann ich aber auch abändern. Ich kann zum Beispiel hier auch in Power Apps, das ist eine andere Plattform, so eine Low-Code-Plattform, die werde ich auch nochmal in weiteren Videos vorstellen, was man damit machen kann. Damit kann ich dann zum Beispiel so ein eigenes Formular entwerfen. Also richtig schon so ein bisschen programmieren ist das schon so ein bisschen an der Stelle. Und also eher so ein Low-Code-Ansatz, ist mehr mit Drag and Drop das Ganze. Da kann man dann selbst ein Formular praktisch designen und hier hinterlegen für diese Liste. Oder man kann hier noch sagen, verwende eine benutzerdefinierte Formulars für mindestens ein Inhaltstyp mit Hilfe von Infoparse. Infoparse ist so eine etwas veraltete Technologie mittlerweile. Das war eine Formularlösung. Damit konnte man auch schon in früheren SharePoint-Versionen eigene Formulare bauen. So, dann gehen wir nochmal zurück zu den Einstellungen. So, und das war's aus diesem Bereich jetzt hier. Jetzt haben wir noch hier die Option Liste löschen. Ist klar, was sie macht. Die löscht die Liste. Berechtigung für Liste werde ich nochmal ein separates Video zu machen, welche Möglichkeiten man hierzu hat, beziehungsweise zu den SharePoint-Berechtigungen selbst werde ich nochmal ein Video machen, weil die sind auch sehr umfangreich. Und dann haben wir noch die Einstellung von Unternehmensmetadaten und Stichwörter. Darüber kann man dann nochmal spezielle Metadaten, Stichwörter des Unternehmens oder eines Unternehmens praktisch hinterlegen. Auch dazu gibt es vielleicht dann später mal nochmal ein separates Video. So, das war es erstmal jetzt so als Überblick über die Listeneinstellungen, was ich hier so machen kann mit den Listeneinstellungen. Wie gesagt, eigentlich ganz wichtig sind diese Versionseinstellungen, zum Beispiel die Inhaltstypen, die ich aktivieren kann, und auch die Einstellung für die Berechtigung, wo ich dann sagen kann, wer welche Elemente lesen darf und wer die Elemente noch bearbeiten darf. Das ist eine ganz interessante Einstellung, dass man dann auch zum Beispiel sagen kann, nur derjenige darf seine eigenen Listenelemente bearbeiten. Das ist schon eine Anforderung, die schon relativ häufig kommt. So, dann wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß beim Ausprobieren mit diesen Einstellungen hier und mit den Listen in SharePoint. Und beim nächsten Video gehen wir dann auf den Bereich hier der Ansichten nochmal ein.